3. Mose 6, 3. Mose 6 und Vers 17. 3. Mose 6 und Vers 17. Diese Stelle geht um das Gesetz vom Sündopfer. Wir haben schon den Sündopfer betrachtet vorher, als wir durch die früheren Beschreibung dieses Opfer gegangen waren. Und das war von den Ansicht von den Menschen, die die Opfer darbringt. Und jetzt wir betrachten das wieder und es ist von der Sicht von der Priester, der das opfern muss. Und so lasst uns anfangen mit Vers 17. Es steht, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, dies ist das Gesetz vom Sündopfer. Am gleichen Ort, wo man das Brandopfer schächtet, soll auch das Sündopfer geschächtet werden vor den Herrn. Es ist hochheilig. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Gelegenheit, die wir können dieses Opfer betrachten. Wir werden später heute auch Abendmahl feiern. Vater, ich bete, dass du wirst uns helfen, zu sehen, die Zusammenhang zwischen dieses Opfer und die Kreuzigung von Jesus Christus und auch von uns und vom Abendmahl. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. So, als erstes, wir werden ein bisschen Wiederholung machen von den Predigten, die wir damals gehabt haben. Wir werden erst reden über die Auswirkung der Sünde. Und wir haben damals erklärt, dass es gibt mehrere Auswirkungen. Das erste ist die Trennung von Gott. Und das heißt geistlich Tod. Das Wort Tod, das hebräische Wort für Tod, bedeutet Trennung. Und so, wenn Gott hat zu Adam und Eva gesagt, dass die werden sterben an dem Tag, wenn die von dem Baum isst, das heißt, dass die werden von Gott getrennt. Das ist eine der Folgen der Sünde. Und so ist es geistlich tot. Jesaja 59, Vers 1 und 2, es steht, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zum Schwert zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch vom euren Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Und so da dieses Problem gibt, Trennung von Gott. Gott hat eine Lösung gemacht dafür. Diese Lösung ist Jesus Christus. Durch sein Blut sind wir versöhnt. Aber im Alten Testament, es gibt einen Opfer, das war als Vorbild gegeben, eigentlich mehr als nur eine, aber einer, der geht unbedingt um die Versöhnung. Und das war die Brandopfer. Und das Tier bei der Brandopfer war völlig verbrannt. Und das ist ein Bild von der Versöhnung. 1. Johannes 2, 2. Und er ist das Versöhnung für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und dann es gibt auch dazu die Speiseopfer, was immer in Zusammenhang geopfert wurde mit den Brandopfern. Und da es geht um Gedächtnis. Lukas 22, Vers 19, es steht, und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Und so, wenn wir feiern Abendmahl auf dem gleichen Grund, warum die damals die Speiseopfer geopfert hat. Und das ist zu seinem Gedächtnis. So, das ist die erste Auswirkung der Sünde, ist Trennung von Gott. Aber es gibt eine zweite
Auswirkung der Sünde und das ist totale Verunreinigung. Jesaja 59, Vers 3, es steht, denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Unrecht, eure Lippen reden Lügen und eure Zunge dichtet Verdrehungen. Und so wir finden, dass wir sind ganz durch verunreinigt. Und so dafür, es wird auch eine Opfer gebracht. Und das hat Jesus gemacht durch sein Blut. Also Jesus hat in einem Opfer beide Probleme erlöst. Im Alten Testament, die mussten eine andere Opfer bringen. Und bei dieser Opfer, es geht um Reinigung. Und das ist das Sündopfer. Hebräer 9 und Vers 22 ist die, umfasst alles, wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießung geschieht keine Vergebung. Und so dieses zweite Problem wird auch gelöst durch eine Opfer und es ist das Sündopfer. Und so in dieser Stelle, wir finden das Gesetz von Sündopfer. Und das war geschrieben für der Priester, damit er weiß, was er machen soll, als dieses Opfer geopfert wurde. Und so wir finden in diesem Gesetz, wir finden mehrere Verbindungen zu anderen Sachen, die sehr wichtig sind für uns. Die erste ist, dass es besteht eine Verbindung mit dem Kreuz. Es steht am gleichen Ort, wo man das Brandopfer schästet. Also Jesus Christus war geopfert für uns, da am Kreuz, am Golgatha, außerhalb von der Stadt und laut dem Gesetz am gleichen Ort, wo das Brandopfer geschästet wurde, der Sündopfer muss auch geschästet werden. Und so wir denken dann an den Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, wo er hat beide von diesen Problemen von uns erlöst. Zweitens, es besteht eine Verbindung mit Gottes Heiligkeit. Es steht hier über dieses Opfer, es ist hochheilig. 3 von den Opfern, die wir betrachten, es steht das, es ist hochheilig. Und dieser ist eine von denen, es ist hochheilig. Und wer sonst ist hochheilig? Gott ist hochheilig. 1. Petrus 1, Vers 14 bis 16, es steht, als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, den ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und so wir haben eine Verbindung hier bei dieses Opfer, dass etwas wird gelehrt. Und das ist, dass Gott ist hochheilig. Und wir sollen auch hochheilig sein. Und besonders mit diesem Opfer, wir sehen, was es bedeutet, hochheilig zu sein. Also das, was hochheilig ist, darf nicht zusammenkommen mit Sachen, die unrein sind. Es war gar nichts erlaubt. Und so es gibt diese Verbindung hier mit Gottes Heiligkeit. Zunächst in Vers 19, es steht, der Priester, der es als Sündopfer darbringt, darf es essen. Es soll an heilige Stätte gegessen werden, im Vorhof der Stiftshüter. Alles, was mit seinem Fleisch in Berührung kommt, soll heilig sein. Wenn aber etwas von seinem Blut auf ein Kleid spritzt, so sollst du das, was bespritzt worden ist, an heilige Stätte waschen. Also dieses Opfer war hochheilig und das Blut von das dann, wenn es etwas auf die Kleidung kommt oder etwas,
die mussten die Kleidung dann waschen, damit das, was hochheilig war, nicht darin bleibt. Weil dann es wird die Möglichkeit geben, dass es würde in Berührung kommen mit etwas, was unrein war. Und so, wir haben hier noch eine Verbindung und es ist eine Verbindung mit der Trennung vom Sünder. Das, was heilig ist, muss getrennt bleiben von das, was sündhaft ist oder unrein ist. Es steht hier, es soll an heilige Stätte gegessen werden. Der Priester darf nicht sagen, also ich würde heute lieber zu Hause essen. Und so ich nehme mein Stück wieder nach Hause und esse es dort. Nee, das darf er nicht, denn sein eigenes Zuhause war nicht gereinigt mit einem Opfer. Und so es dürfte nicht da gegessen werden. Diese Trennung ist sehr wichtig. Es steht auch, alles, was mit seinem Fleisch in Berührung kommt, soll heilig sein. So, die haben bestimmte Geschirr, die sie benutzt haben für den Opfer. Und die dürften nicht einfach ihre Lieblingskaffeetasse dahin bringen und das nutzen, während sie das isst. Alles, was in Berührung kommt mit diesen Sachen, muss heilig sein. Und dass es heilig wurde, da wurden im Voraus dieses Opfer geopfert, damit es gereinigt wurde. Eines, wo die haben dieses Opfer geopfert, sie haben das Blut von dem Tier in den Tempel reingebracht, und, um den Tempel selbst zu heiligen und in den am heiligsten Ort dann gebracht und auf den Bundeslade gesprungen, um es zu heiligen oder zu reinigen. Also alles wurde gereinigt durch das Blut von diesem Tier. So es gibt eine Verbindung mit der Trennung von Sünde. Was hat das mit uns zu tun? 2. Korinther 6, Vers 17. Es steht, darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und es will euch aufnehmen, und es will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also Paulus hat uns gesagt, wir sollen auch getrennt von Unreinigkeiten, vom Sünde bleiben. Denn es wurde uns befohlen, wir sollten heilig sein, denn Gott ist heilig. Und so, wenn ich heilig bin, das heißt, dass ich darf nicht in Berührung kommen in meinem Leben mit Sünde. Das wäre ein Problem, wenn ich etwas, was sündhaft ist, in Berührung komme. So, es besteht eine Verbindung mit der Trennung von Sünde. Aber 1. Johannes 2, 1-2 steht, meine Kinder, ich schreibe es euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, also wir sollen nicht sündigen, wir sollen getrennt bleiben von alles, was unrein ist. Aber wenn wir trotzdem sündigen und wir sind dann durch Sünde verunreinigt, es besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir können wieder gereinigt werden durch sein Blut. So es besteht eine Verbindung mit der Reinigung von Sünde. Es steht hier, so sollst du das, was bespritzt worden ist, an heilige Stätte waschen. 1. Johannes 1, Vers 6-7. Es steht, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, also wir sind verunreinigt, indem wir in den Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nichts die Wahrheit. Wenn wir aber in Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und so es besteht eine Verbindung mit der Reinigung von Sünde. Jetzt in Vers 31.
Es steht, ist es in einem irdenen Gefäß gekocht worden. So soll es zerbrochen werden. Ist es in einem irdenen gekocht worden, so muss es gesäuert und mit Wasser gespült werden. Alles, was männlich ist unter den Priestern, darf davon essen. Es ist hochheilig. Dagegen soll man kein Sündopfer essen, von dessen Blut in die Stiftshütte hineingebracht wird, um Sühnung zur Erwirkung im Heiligtum. Es soll mit Feuer verbrannt werden. Es besteht auch eine Verbindung mit Hingabe. Denn das, was heilig ist, darf nicht für andere Zwecke benutzt werden. Also die haben einen schönen Topf, einen irdenen Topf, den sie gemacht haben. Und die nutzen das dann bei den Opfern. Es wurde zuerst gereinigt laut der Gesetz und jetzt wurde es benutzt, um den Blut von das Tier zu fangen. Und die nutzen das dann, wenn die fertig sind. Die dürfen nicht das jetzt zu Hause nehmen und das für einen anderen Zweck nutzen, sondern sie müssen es dann zerbrechen. Denn es ist hochheilig und es darf nicht in Berührung kommen mit was anderes. Eine Urne aber kann gewaschen werden. Also wenn ich verstehe, dass der Unterschied zwischen Ton und einer Urne ist, man könnte versuchen, mehrmals Ton zu waschen, damit das Blut nicht mehr da dran ist. Es wird nicht funktionieren. Das Blut wurde immer noch da dran und so es muss zerbrochen werden. Aber eine Urne könnte man reinigen mit Wasser, damit kein heiliges Blut mehr darauf ist. Und so muss man dieses nicht, nicht kaputt machen. Auch der, von dessen Blut in die Stiftshütte hingebracht wird, um Sühnung zur Erwirkung im Heiligtum, darf nicht gegessen werden. Denn den Heiligtum muss erst gereinigt werden, bevor man ein Opfer opfern kann, wobei man essen darf. Und so damit dass alles heilig bleibt, man dürfte die nicht essen. Es muss völlig mit Feuer verbrannt werden. Und das zeigt die Hingabe, die wir haben sollen, auch in die jetzige Zeit. Römer 12, Vers 1 bis Vers 2. Paulus sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leibe darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in euren Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Es gibt mehrere Verbindungen mit dieses Opfer. Mit dem Kreuz, mit der Trennung von Sünde, mit der Reinigung von Sünde, mit Gottes Heiligkeit und dann auch mit Hingabe. Also wir sollen unsere Leibe darbringen als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Es ist schwierig zu denken, dass ich muss so heilig sein, wie der Tempel war damals und wie Gott ist. Ich muss sagen, ich schaffe das nicht. Ich brauche immer gereinigt zu werden durch das Blut Jesus Christi. Denn ich kann das nie schaffen durch meine eigene Kraft. Und so brauche ich gereinigt zu werden durch sein Blut. Und dann kann ich mein Leibe darbringen als ein heiliges Opfer. Ein lebendiges, heiliges Opfer.
Ich muss nicht sterben für meine Sünde, denn er hat das schon gemacht. Ich muss nur für ihn leben. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für diese Stelle, was beschreibt dieses Opfer. Vater, ich bete, dass du wirst uns alle helfen, nicht zu vergessen, was es bedeutet, auch für uns heute. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen.